Was geht, Freunde? Willkommen zum letzten Spiel aus meiner Oberliga-Saison und ich glaube, alle haben auf dieses Spiel gewartet. Gerade nach dem letzten Spiel, die Spannung ist auf jeden Fall da. Guckt euch hier nochmal die Tabelle an. Wir können es einfach direkt klar machen, mit einem Sieg sind wir in die Regionalliga aufgestiegen. Also es gibt keine bessere Grundvoraussetzung für dieses letzte Spiel. Wir spielen zu Hause gegen Eintracht Rheine und ich kann euch schon mal sagen, es waren knapp 8000 Zuschauer da. Oder ich glaube sogar ein bisschen mehr als 8000. Für ein Oberligaspiel absolut geisteskrank und ich glaube auch für die Situation in Wattenscheid auf jeden Fall überragend. Ich habe noch nie vor so vielen Fans gespielt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob oder was euer Maximum war, vor wie vielen Fans ihr schon mal gespielt habt. Ihr wollt auf jeden Fall das Spiel sehen, deswegen starten wir rein. Und unsere Aufstellung, da hat Bruno im Tor gespielt, links hat Schuh gespielt, dann Esser und Jeff in der Innenverteidigung, rechts der Tom, Nico und Berko auf 6 und 8, Timon davor vor 10, links Emre, rechts Umut und ich vorne drin. Die Aufstellung kennt ihr mittlerweile schon oder mit der haben wir auf jeden Fall schon öfter gespielt. Gegen Eintracht Rheine haben wir in der Liga 4-2 gewonnen. Da war das Spiel auf jeden Fall sehr hitzig. Rhein hat, glaube ich, zwischenzeitlich das 2-2 gemacht. Das war dieser krasser Schuss in Winkel. Also sie haben auf jeden Fall einiges drauf und was wir im Spiel geleistet haben, schauen wir jetzt rein. Wir starten rein ins Spiel. Nicht, dass ihr euch wundert, der Anstoß wurde nicht gefilmt. Es wurde so 10 Sekunden nachher auf jeden Fall auf Record gedrückt und wir kommen hier das erste Mal nach vorne. Tom spielt jetzt den Ball hier in eine Lücke und Timon und ich wissen nicht so richtig, wer hingehen soll. Ich glaube, am Ende ist es mein Fehler bzw. mein Ball. Und ich denke hier, Timon geht hin und kann mir dann den Ball durchstecken. Aber ja, erste Aktion im Spiel kann auf jeden Fall mal passieren. Schuh bringt jetzt hier den Ball nach vorne. Ich kann den Ball festmachen und lege auf Berko ab. Berko stellt super seinen Körper rein. Spielt auf Nico. Nico wieder durch auf mich. Ich kann den Ball mit der Hacke eigentlich super mitnehmen. Stehe jetzt frei vom Torwart und spiele den Ball an den Pfosten. Da hätte auf jeden Fall schon das 1-0 auf der Anzeigetafel stehen können. Hier eigentlich finde ich eine super Mitnahme. Habe ich überlegt, kann ich rechts am Torwart vorbeigehen. Eigentlich finde ich, mache ich vom Schuss her alles richtig, aber der Ball muss natürlich links unten in die Ecke. Aber wir sind gut ins Spiel reingekommen. Jetzt direkt der Abstoß von Rheine, wird kurz ausgeführt. Ich versuche die rechte Seite aus Rheiner Sicht zuzulaufen und wir machen jetzt einfach ein super Pressing. Tim kommt von hinten, Nico erobert hier den Ball, spielt auf Emre und Emre erkennt jetzt, dass in der Mitte ein freier Raum ist, dribbelt rein und wird jetzt hier zu Fall gebracht. Und ich finde, auch wenn es früh im Spiel ist, aber hier kann man auf jeden Fall gelb geben, wurde nicht und Emre schießt jetzt auch den Freistoß, aber in die Mauer. Also ich finde, da hätte man auf jeden Fall schon mal gelb geben können, aber mein Gott. Esser spielt jetzt hier einen super Ball auf die rechte Seite, wo Umut den Ball bekommt und ich laufe auf jeden Fall auf 1, aber Umut bringt den Ball ein bisschen weiter nach hinten und der Ball ist erstmal zu weit, wir setzen aber super nach und Emre und Schuh erobern jetzt hier den Ball. Also wir waren echt richtig gallig in den Zweikämpfen und haben richtig viele Zweikämpfe gewonnen. Besser kann man in den Spiel dann, glaube ich, gar nicht reinkommen. Rheine kommt jetzt auch ins Spiel rein und kommt hier das erste Mal nach vorne, bringt jetzt die Flanke in die Mitte und wenn die, glaube ich, besser gestaffelt sind in der Mitte, wird es hier richtig gefährlich. So kullert der Ball dann einfach ins Seiten aus. Nächste Aktion, Nico bringt hier den Ball auf die Außen. Emre hat einen super ersten Kontakt, zieht wieder in die Mitte und könnte jetzt schon abschließen können. Und der Ball aufs Tor ist gar nicht so ungefährlich, aber der Keeper hat es auch nicht schlecht gemacht an dem Tag. Kommen wir jetzt zu einer Szene, wo wir gerne drüber diskutieren können. Ich erober hier den Ball gegen den Innenverteidiger und der hat, glaube ich, noch eine Rechnung offen mit mir und setzt jetzt hier zur Grätsche an. Der Schiedsrichter gibt ihm gelb. Im Spiel hätte ich gesagt, wäre okay, aber wenn man sich das hier nochmal anguckt, Freunde, muss ich echt sagen, da kann man über eine dunklere Karte auf jeden Fall nachdenken. Er will mich nur treffen und kommt sogar angeflogen, aber naja. Es gab gelb und direkt der Anschluss, Freistoß, setze ich mich hier durch, bringe den Ball auf Timon und Timon hat, finde ich, einen geisteskranken ersten Kontakt und muss dann, glaube ich, direkt schießen und nicht noch einen Schritt machen. Und wir gucken uns gleich nochmal an, die Aktion geht aber weiter. Nico bringt hier den Ball auf Umut und Umut geht jetzt ins Dribbling. Auch wieder ein super Diago von Nico. Hier bringt Umut den Ball in die Mitte und das war's dann mit der Aktion. Wir schauen aber hier nochmal auf die Aktion von Timon. Super erster Kontakt, muss ich wirklich sagen. Und ich glaube, diesen Schritt hätte er nicht machen dürfen. Aber mein Gott, wieder ein guter Abschluss und es lag das Tor auf jeden Fall schon in der Luft. Und ja, hier kann man drüber nachdenken, war es ein Foul oder nicht. Im Spiel hätte ich gesagt, auf jeden Fall. Jetzt hier in der Wiederholung, ich habe echt nah rangezoomt, sieht man hier. Ich kann es nicht richtig sagen. Ich glaube, er wird getroffen. Aber ich kann mich da nicht festlegen. Hätte man auf jeden Fall geben können. Der Schiri hat im Spiel gesagt Schwalbe, hat aber keine gelbe Karte gegeben. Also ja, das Licht ist jetzt ein bisschen dunkler geworden. Ich weiß nicht wieso. Die Kameraeinstellung ändert gleich auf jeden Fall wieder. Umut hier im Dribbling, man kennt ihn. Richtiger Wirbelwind, geht durch alle Verteidiger durch. Er kennt jetzt hier, dass Tom mitgelaufen ist. Und Tom bringt jetzt hier den Ball in die Mitte, findet Emre und auch hier muss ich sagen, dicke Props auf jeden Fall an den Torhüter. Hat er richtig gut gehalten, sieht man auch gleich nochmal in der Wiederholung. Muss ich wirklich sagen, Emre nimmt den Schuss richtig gut und dann mit einer Hand auf dem Boden. Macht der Torwart auf jeden Fall richtig gut und machen nicht viele in der Liga. Hier kommt ein langer Ball von Esser.
und Emre gewinnt das Laufduell, wie eigentlich immer, bringt auf Nico den Ball durch und ich verpasse den Ball, beziehungsweise weiß nicht so richtig, wo der Ball hinkommt, halt dann meinen Fuß hin und der Ball geht so ein bisschen in meinen Rücken. Eine unglückliche Situation, wo es auch wieder hätte gefährlich werden können. Genauso wie hier. Berko bekommt den Ball und setzt super mit der Hacke zurück auf Tom. Ich erkenne, dass Emre links frei ist. Emre bekommt den Ball, zieht einmal in die Mitte und schießt. Und auch hier, ja, der Torwart macht es auf der einen Seite gut, aber der Ball ist auch nicht 100% in der Ecke. Wirklich krass, muss ich sagen. Schiri pfeift jetzt hier zur Halbzeit. Eine Halbzeit, die absolut uns gehört. Ich habe keine Chancen von Rhein oder so rausgeschnitten. Guckt es euch einfach an, wie viele Fans da waren. Echt über 8000, Wahnsinn. Also ich habe sowas noch nie gesehen, noch nie so einen Gänsehautmoment vorm Spiel gehabt und so gesehen eine super erste Halbzeit, aber die Tore fehlten noch und wir starten jetzt hier rein in die zweite Halbzeit, direkt Emre mit einem Abschluss von der linken Seite. Das hat Emre auf jeden Fall richtig stark gemacht in dem Spiel. Und so geht es auch hier weiter. Esser spielt jetzt hier den Ball lang. Ich kann auf Emre ablegen und Emre legt sich den Ball einfach mal 40 Meter vor. Naja, vielleicht 30 Meter auf jeden Fall. Zieht Emre hier vorbei, legt sich jetzt den Ball nochmal vorbei und der Verteidiger schätzt, glaube ich, die Geschwindigkeit von Emre einfach falsch ein. Bringt Emre zu Fall und es gibt Elfmeter, glaube ich, völlig korrekt. Aber es gab auch schon Spiele, da wurden solche Elfer nicht gegeben. Emre nimmt sich auf jeden Fall direkt den Ball, hat ja auch schon den Schermbeck getroffen. Und Emre ist einfach ein super sicherer Schütze. Ich habe nicht eine Sekunde gezweifelt. Und auch den Elfer hätten, glaube ich, wenige Torhüter gehalten. Es steht 1:0 im Aufstiegsspiel. Stand jetzt, wären wir auf jeden Fall in die Regionalliga aufgestiegen. Und guckt es euch an. Auf jeden Fall alle ausgerastet im Stadion. Richtig gute Stimmung. 1:0 auf der Anzeigetafel, so wie wir es uns eigentlich schon im ersten Durchgang erhofft hätten. Aber wir haben auf jeden Fall daran gearbeitet, dass es schnell 2:0 stehen soll. Somit kam Umut hier durch und steckt jetzt den Ball auf Timon. Timon legt nochmal auf mich quer und genau wie ich angesprochen habe, schon wieder der Pfosten. Das war auf jeden Fall eine 100%ige, die ist mir noch lange im Kopf geblieben, mit der ich so sehr unglücklich war. So ein Ball muss auf jeden Fall rein. Und hätte Rheine hier das 1:1 gemacht, hätte ich mir so in den Arsch gebissen. Das Spiel war auf jeden Fall jetzt für mich vorbei. Und klar haben die Torchancen mich geärgert, aber grundsätzlich war ich zufrieden mit meinem Spiel. Und Dennis, unser absoluter Joker, kommt jetzt ins Spiel. Und was ist das hier für ein Abwurf von Bruno? Er bringt den Ball auf Kami nach vorne, der in der Zwischenzeit auch eingewechselt wurde. Und Kami steckt hier super auf Timon durch. Leider abseits, aber finde ich mit der Entstehung von Brunos Abwurf eine richtig geile Aktion. Rheine wird jetzt hier nochmal gefährlich, bringt den Ball nach vorne. Wir können erst nicht so richtig klären und dann wird der Ball nochmal reingebracht. Ja, und ich finde, jetzt wird es so semi-gefährlich. Nicht wirklich. Ich glaube, wir wären in jeder Situation auf jeden Fall da gewesen. Es gibt hier Abstoß. Und jetzt kommen wir zu einer brenzlichen Situation für Rheine, aber selbst verschuldet. Die wollen hier das Spiel eröffnen, spielen nochmal zurück und der rechte IV jetzt nochmal zum Torwart. Und der geht jetzt hier ins Dribbling und das hätte er, glaube ich, nicht machen sollen. Dennis erobert den Ball und spielt ihn fast ein bisschen zu lasch aufs Tor, aber der Ball geht rein, sieht man gar nicht richtig. Aber Fokus auf Dennis, der jetzt hier zum Jubeln bis zu unserer Bank rennt, wo ihn alle in den Arm genommen haben und auf den Kopf gehauen und die Fans sind ausgerastet. Krass, wir führen 2:0 und das war schon über 80. Minute. Also das Gefühl, dass wir hier gewinnen, war auf jeden Fall schon da, aber es war noch nicht offiziell. Nico zieht jetzt hier nochmal einen Foul vorm 16er und der Freistoß wird dann von einem unserer Männer abgefälscht und es gab nochmal Ecke. Die Ecke habe ich aber nicht reingeschnitten, weil es nichts mehr passiert ist und ja, hier pfeift der Schiri ab und ab jetzt kann ich die Emotionen, die wir auf dem Platz hatten, eigentlich gar nicht mehr zusammenfassen. Wenn ich es erzähle, bekomme ich Gänsehaut. Erstmal sind sehr viele Kinder auf dem Platz gerannt, da haben wir mit denen gefeiert. In der Mitte ist die Mannschaft und was dann passiert ist, habe ich euch jetzt mal in einer Timelapse zusammengefasst, weil das ganze Stadion ist einfach auf den Platz gekommen und wir haben es einfach geschafft. Wir haben die Saison durchgezogen und standen, glaube ich, ab 10. oder 11. Spieltag nicht mehr auf dem Aufstiegsplatz. Und am Ende sind wir einfach Zweiter und steigen auf. Guckt es euch hier an, guckt euch die Bilder an. Wir haben komplett gefeiert und absolut Wahnsinn, was in Wattenscheid abging. Absolut krass. Das war Montagnachmittag, dann haben wir natürlich den Abend über gefeiert und sind am Dienstagmorgen um 5 Uhr direkt nach Mallorca geflogen, um zu feiern. Da waren wir jetzt auch bis zum Wochenende, wo ich jetzt das Spiel kommentiere, deswegen ist meine Stimme auch nur noch bedingt da. Aber mir war es einfach wichtig, dass wir das Spiel so schnell wie möglich schneiden und kommentieren, dass ihr es seht. Wir haben es einfach geschafft. Die Videoreihe ist für diese Saison erstmal zu Ende. Für viele, die es nicht wissen, Wattenscheid war vor 2 Jahren einfach insolvent. Der Verein war bei 0. Und 2 Jahre später kommen über 8000 Fans ins Stadion und wir steigen in die Regionalliga auf. Also absolut geisteskrank, was wir mit dem Verein diese Saison erreicht haben. Die Truppe an sich ist sowieso geil. Wir hatten eine super Zeit auf Mallorca. Ich liebe die Jungs und ich liebe euch. Vielen Dank für euer ständiges Feedback. Ich habe übrigens auf Mallorca viele von euch getroffen.
Grüße gehen raus an euch, wo ich auch nochmal das Feedback bekommen habe, dass ihr das Videoformat auf jeden Fall feiert. Wir geben alles, dass wir es in der Regionalliga weitermachen. An uns liegt es auf jeden Fall nicht. Problem könnte sein, dass die Videorechte beim Verband liegen. Wir müssen uns jetzt mit dem Verband austauschen und in Verbindung setzen und klären, dass wir die Bildrechte bekommen. Aber wir werden das schon hinbekommen. Wir sind auf jeden Fall sehr gewillt, dass das Ganze weitergeht und wir auch die Regionalliga-Spiele schneiden, kommentieren und euch mitnehmen. Ansonsten war es das. Schreibt gern in die Kommentare, wie ihr es fandet und danke an jede Unterstützung von euch und dann sehen wir uns in der Regionalliga. Haut rein, ciao, ciao.